Hey Leute, ihr schaut die Kuma Games und wie viele von euch bereits wissen, bin ich kein großer Fan von dem Komfort der PSVR 2. Das Halo Strap ist nicht unbedingt das Problem, aber das Polster hier ist ja quasi nicht vorhanden. Ich habe das schon gemoddet, schaut euch gerne mein Video dazu an, aber es ändert nichts an der Form. Es ist jetzt ein bisschen weicher geworden, es hat ein bisschen was verbessert, aber insgesamt gefällt es mir noch nicht zu 100%. Und ich bin ganz zufällig auf ein Produkt gestoßen, was ich jetzt gerne ausprobieren wollen würde, nämlich von Globular Cluster, das CMP2. Wie gesagt, ganz zufällig darauf gestoßen, Video davon gesehen und dann nachgeschaut, wo gibt es das Ganze bei Amazon, oft vergriffen, aber ich habe den Hersteller mal gefragt, hey, schick mir doch mal ein Sample, damit ich das reviewen kann, und tatsächlich haben sie mir eins geschickt. Von daher schon mal Dankeschön an Globular Cluster. Und ich werde das Ganze unboxen, wir werden das Ganze installieren und dann schauen wir mal, wie das Ganze so funktioniert und ob das was bringt und vor allem, ob es mir was bringt und vielen anderen da draußen, die vielleicht ähnliche Schwierigkeiten haben mit der PSVR 2 und dessen Komfort. Also bleibt dran. Ja, Globular Cluster CMP2 Comfortable Mod for PSVR 2, PSVR 2. Sweet Spot Keeper, Weight Balancer, Soft Forehead Pad, Bigger, Softer, Anti-Slip Rear Pad. Also viele Versprechungen. Softer Forehead Pad, your forehead will feel more comfortable. Bigger and heavier Rear Pad help with weight balance. Stock, irgendwas much heavier. Also das Backstrap anscheinend soll viel schwerer sein und dann eben das Ganze besser balancen. Das finde ich sehr interessant. Installation is easy. Tools to remove stock pads and step-by-step guide are included in the package. Stock pads will not be damaged and can be reinstalled perfectly. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sehr viele Versprechungen. Balancing finde ich ja auch nochmal wichtig. Nicht nur, dass es bequemer ist, sondern auch, dass das Ganze besser gebalanced ist. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von dem Produkt Studioform Creative. Diese ganzen Straps, die man sich dazu holen kann. Ich habe hier auch einiges an Videos. Schaut euch die gerne dazu an. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, aber jetzt bin ich erstmal gespannt auf diese Sache hier. Ich sehe schon, das Paket ist voll. Wir haben hier ein BH-Polster, nein, Spaß. Ja, erinnert mich ein bisschen an die G2 und die Index, also ein Stoffpolster. Fühlt sich sehr gut an erstmal. Das gleiche haben wir hier im hinteren Bereich. Wir haben aber anscheinend ganz viele optionale Straps. Also das kommt wahrscheinlich vorne dran. Das ist für die Stirn. Sehr, sehr rigide, also stabiles Plastik hier. Finde ich jetzt erstmal nicht so verkehrt. Und ja, hier ist der hintere Bereich, der ist wirklich, ja, wirklich schwerer. Also da wird ordentlich was drin sein. Wobei, es fühlt sich alles sehr weich an. Trotzdem ist es ganz schwer. Ich frage mich gerade, woher das Gewicht kommt. Sehr interessant. Und ja, hier ist so eine Art Gummistrap, aber das ist nur so eine, ja, so ein Überzug. Sehr interessant. Und hier sind verschiedene Pads. Also wir haben anscheinend einerseits so ein Gummi, also ein rutschfestes Gummi. Wir haben hier so ein PU-Leder. Und wir haben diesen Stoffbereich. Also 3 Alternativen, finde ich super spannend. Und für die Stirn ist es das gleiche. Einmal, nee, das ist nochmal anders. Hier sind 3 verschiedene. Das ist PU-Leder. Das ist hier so ein, auch eine Art Stoff. Aber auf jeden Fall ist da Memory Foam. Also das ist kein billiges Polster. Es fühlt sich sehr gut an. Fast schon kühlend. Sehr interessant. Und das Topstrap hier oben drauf. Bis jetzt, also ihr merkt es vielleicht, ich habe es wie gesagt noch nicht getestet gehabt, aber ich finde das bis jetzt sehr spannend, einfach vom Umfang her. Ich meine, es kostet 50 Euro, leider sehr häufig vergriffen, aber schon mal ein ordentliches Paket.
So, jetzt ist hier so ein Sticker for huge small head size user or those who prefer no padded Topstrap. Ah ja, hier ist ein Topstrap bei, klar. Und ein gepolstertes, und wer das nicht möchte, kann hier so ein normales nehmen. Finde ich nicht schlecht. Bei der Pico 4 habe ich das ja auch so. Ich habe zwar ein alternatives Backstrap, wo es so ein Polster gibt, aber ich bin da kein großer Fan von. Von daher auch cool hier, dass es eine zweite Option gibt. Also nicht schlecht. So, jetzt kann man das hier abmachen. Jetzt ist hier noch irgendeine Art Gel. Okay, das ist noch ein Strap. Also das hier ist anscheinend nochmal ein ganzes... Also ich könnte das jetzt ohne das Ding hier benutzen. Einfach nur als Gel-Strap. Weil ich meine, ja, die kann ich ja nicht oben drauf machen. Ich müsste das hier abnehmen. Genau. Und da käme dann jetzt eins von den anderen drauf. Das heißt, wir haben im Grunde 4 Optionen, wenn man das obere hier mitzählt. Sehr spannend. Okay, wow. Ja, das ist der Umfang. Hier ist noch eine Anleitung drin. Step-by-Step-Guide. Okay, sehr lang. Also ich habe es ja schon mal quasi gemacht durch meine Mod. Fast schon selbsterklärend. Also ich kann es euch nochmal erklären. Packen wir mal das Paket hier weg. Wir haben hier die PSVR 2 und gerade hier in diesem Bereich hier vorne müssen wir das Ganze hier so ein bisschen rausdrücken, weil das wird hier quasi eingehakt. Da müssen wir einfach ein bisschen drücken und ziehen gleichzeitig und dann haben wir das eigentlich auch schon offen. Das machen wir auf der anderen Seite auch und dann können wir das auch schon nach und nach von beiden Seiten abziehen und dann haben wir das auch schon hoffentlich fehlerfrei entfernt, aber ich sehe, hier ist nichts abgebaut und doch, ich habe hier was verbogen. Das ist natürlich ärgerlich, aber es kann auch sein, dass ich das beim Anbringen nicht getroffen habe, weil das war hier verbogen. Das wird jetzt nicht durch das Abnehmen gewesen sein. Naja, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal abmachen müssen, um es euch eben zu zeigen. Aber wie ihr seht, dieses Teil hier ist sehr flexibel, obwohl das hier nicht flexibel ist. Und ja, spricht nicht unbedingt für die Qualität. Das andere Stück hier ist wesentlich rigider, also hier viel stabiler. Genau, und das können wir eigentlich auch schon dran machen. Top, so, nee, so nach oben. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ne, dieser Bereich, der so nach unten zeigt, der muss auch nach unten. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier die Löcher genau treffen. Hier sind so ein paar, 1, 2, 3. Das seht ihr jetzt leider nicht so gut. So, hier sind drei so Löcher. Der hier in der Mitte muss dann treffen. Ja, es geht ein bisschen anders dran, als ich dachte. Bei dem anderen muss man das hier so einhaken. Hier will er das quasi einfach draufdrücken, zumindest laut Anleitung. Also machen wir das mal. Okay, hier ist es aber offen vorne, das ist ja interessant. Soll das so sein? Ist es jetzt schon fest? Also irgendwie ungewöhnlich. Nee, das ist doch noch nicht fest. Oh, ich ziehe jetzt hier schon alles mit. Okay. Also es ist irgendwie fest, aber irgendwie auch nicht. Merkwürdiges System. Wie kriege ich das denn jetzt wieder ab? Okay. Das ist bombenfest jetzt. Ja, es ist fest. Es sieht zwar merkwürdig aus und hier und da sind noch Lücken, aber im Vergleich zum Original haben die anscheinend einfach ja, sich an manchen Stellen fest gemacht und das scheint auszureichen. Na gut, lassen wir das so, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Ja, die Installation hat mir bis jetzt nicht sonderlich gefallen. Es wird nur an wenigen Punkten festgemacht, ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, um es dann eben leichter zu entfernen
und möglichst wenig kaputt zu machen. Aber gut, es ist halt dran. Es wird schon nicht von alleine abgehen. Vor allem, man presst sich das ja sowieso an die Stirn. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Part. Hierfür nehme ich das Werkzeug, um den hinteren Part hier wegzunehmen. Da fangen wir an den Seiten an. Ja, mir gefällt das nicht, das macht hier irgendwie das Polster kaputt, diese breite Fläche. Ich ziehe das so ein bisschen auseinander und versuche hier reinzukommen und hebel an den richtigen Stellen aus. So, man hört das dann immer klicken. Dann weiß man, dass man die richtigen Stellen ausgehebelt hat. Seid da geduldig, geht nach und nach. Hier, das löst sich schon von alleine. So, hier muss ich dann auch nochmal. So. Das ging besser als gedacht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier richtig anbringen. Natürlich kommt das, machen wir das Pad wieder dran. Also das Polster, die Schrift muss halt leserlich sein und natürlich kommt der Bereich hier, das Topstrap nach oben. Und das wird, soweit ich weiß, hier einfach reingeklickt. Zack. Es sieht, wenn man sich das so genau anguckt, sieht es nicht hundertprozentig passgenau aus. Hier steht Log und RMV. Wofür steht das alles? Weiß ich auch nicht so genau. Schauen wir auch mal hier wieder in die Anleitung. Okay, also im Prinzip will er, dass man das hier so einloggt. Aber ich glaube, der drückt sich da so schon richtig dran. Ja, also es ist quasi gedacht, dass man das hier so ein bisschen biegt und dann einhakt und dann einloggt. Aber es ist quasi auch von alleine reingegangen. Hier und da klippert das noch. Also, ja, so richtig fest scheint es nicht zu sein. Und ich kann es auch relativ locker hier wieder rausnehmen. Es sind auch nicht, wenn ihr es euch genau anguckt, sind nicht so viele Punkte da, wo das festgemacht wird. Im Prinzip nur hier dieser eine Pin und dann hier drumrum. Das war's eigentlich. Ja, das war's. So kommt es dran. Kommt mir ein bisschen unsicher vor, aber so soll das sein. Naja, gut. Dann kommt der hier noch oben durch und dann haben wir das auch schon erledigt. Sehr interessant. Und ja, lass uns das doch mal direkt aufsetzen. So, wir machen einen Trockentest. Ich werde das dann erstmal einfach so testen und dann werde ich es die Tage einfach mal ein bisschen benutzen und dann schauen wir mal, wie das Ganze so sich anfühlt. Ja, bis jetzt gefällt mir das von der Installation her nicht. Ich habe das Gefühl, wenn es einmal ein bisschen irgendwas gegenkommt, dann fällt das Ding wieder auseinander. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Aber wir testen das jetzt erstmal rein vom Tragekomfort. Ich bin Linsenträger, also ich habe hier immer meine Brillenlinsen drin. Dementsprechend ist das immer relevant für meine Beurteilung. So, okay. Jetzt kann ich natürlich nicht sehen, ob ich im Sweet Spot bin. Aber, ja, vorne, ich weiß gar nicht, vorne hat sich ja gar nicht so viel geändert. Natürlich habe ich hier jetzt verschiedene Polster. Und ja, das ist jetzt dicker. Ich habe aber natürlich selber schon das Polster hier verbessert. Von daher merke ich an der Stirn nicht mehr so viel. Es ist ein bisschen dicker. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich ein Mühe weiter weg von den Linsen. Was nichts Schlechtes sein muss, weil ich gerade sowieso immer voll die Linsen in meinem Auge habe. Und das an meinem Komfort so ein bisschen das stört. So. Ja, so kann man natürlich den Sweet Spot einlocken und dann ist es immer fest. Also
Fühlt sich so erstmal ganz gut an. Ich würde es eigentlich ganz gerne weiter nach hinten ziehen. So. Dieses Polster ist natürlich, hat eine super Form, aber die passt sich eben nicht perfekt an. Ich kann das Ding nicht so weit runter machen, weil es eben hier insgesamt, da ist einfach mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst erklären soll. Bei dem anderen, bei dem Original, das ist ja nur so ein Streifen und den kann ich richtig schön nach hinten setzen. Aber vom Komfort her sehr schön. Also insgesamt fühlt sich das sehr bequem an. Ja, wir probieren einfach mal die anderen Polster noch aus. Vor allem das Stoffding interessiert mich. So, und genau das denke ich mir halt auch, wenn ich das Polster hier abmache, habe ich schon das Gefühl, ich könnte das hier entfernen. Also da vielleicht festhalten, dass es sich nicht löst. Hat es jetzt nicht getan, aber ich habe so die Befürchtung, weil es eben relativ einfach wieder zu entfernen ist. So. Sieht auf jeden Fall optisch jetzt sehr interessant aus mit dem Grau. Ja, auch hier. Ich müsste das Ding wahrscheinlich insgesamt tiefer packen, weil man kann das ja hier vorne, man hat zwar das Eye Relief, aber man kann das hier nicht tilten. Ich müsste es wahrscheinlich ein bisschen weiter nach oben drehen, weil ich kann das Headset nicht weiter nach unten machen, weil hier mein Nacken dann schon stört. Und das ist die einzige Möglichkeit, um das Headset hier in der Form zu verstellen. Aber vielleicht ist es ja auch nicht schlimm und mein Sweet Spot passt trotzdem. Wenn es passt, ja, dann sitzt es, ne? Also, das ist schon nicht schlecht. Ich bin und bleib kein Fan der PSVR 2, es ist aber so. Meine Nase wird immer so ein bisschen eingedrückt und so, aber was das Polster hier angeht, super bequeme Geschichte. Also es ist hier komplett verteilt. Also es fühlt sich fast schon wieder so an wie ein normales VR-Headset. Also das Gesicht ist natürlich trotzdem frei. Ihr habt es nur auf der Stirn und die Stirnauflage ist auch nicht größer. Aber ihr habt hinten natürlich viel mehr. Aber mir wurde jetzt schon direkt warm. Also hier oben das Polster, hinten vorne. Also ich glaube, man wird das schon voll schwitzen. Dementsprechend muss das natürlich berücksichtigt werden. Ja, spannend. Sehr interessant. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal testen und dann werde ich euch ein Fazit mitteilen. So Leute, ich hatte jetzt einige Tage Zeit, das Strap zu testen und ich will hiermit mein Fazit abgeben. Also, insgesamt muss ich sagen, ist es eine super geile Erweiterung, um die Bequemlichkeit zu verbessern. Wie ich schon vorher gesagt hatte, finde ich die Lösung nicht ganz perfekt gelöst. Also rein vom Anbringen her. Also die Sachen kann man schon, wenn ich das zum Beispiel hier auseinanderziehe, merke ich schon, dass das Topstrap zum Beispiel dann das Polster hier vorne so ein bisschen rauszieht. Nie komplett entfernt. Und wenn man das Ganze an den Kopf drückt, ist es sowieso wieder dran. Aber ja, es sind halt, die Sachen sind so an 2, 3 Pins immer befestigt und längst nicht so stabil wie natürlich die originalen Sachen. Aber ich finde, trotzdem ist das ein super geiles Set mit verschiedensten Lösungen. Ich nutze jetzt vor allen Dingen das PU-Leder hier, ist jetzt natürlich ein bisschen dunkel, aber genau, das ist hier quasi das schwarze, ganz normale PU-Leder und die ganzen anderen Zusätze sind nicht schlecht, das Gelpad und das Stoffdings. Ich finde nur bei der PSVR 2, warum auch immer bei dem Headset das so besonders ist, wird mir doch mehr warm und dann schwitze ich dann mehr und dann habe ich ein Stoffpolster, was komplett nass ist. Aber kommt natürlich aufs Spiel an. Wie die Pico 4 zum Beispiel nutze ich wirklich viel mehr für Bewegungssachen, die PSVR 2 eher nicht so. Von daher kann ich mir das Stoffding auch durchaus gut vorstellen. Und ja, ich kann euch das Ganze auf jeden Fall empfehlen. Bei dem Preis muss man immer wissen, ich finde, für den Preis habt ihr ein super geiles Set, weil es eben so umfangreich ist und, so viel, und es so verschiedene Polster gibt, aber am Ende nutzt man ja meistens eins und wäre wahrscheinlich ein Set besser gewesen, wo man sich vielleicht entscheidet und dann kostet das Ganze vielleicht 30 Euro zum Beispiel.
Aber so an sich könnte ich da jetzt nicht meckern. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so ist, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ganze gekauft habt, ausprobiert habt und wie eure Meinung dazu ist oder eben sonstige Sachen meinen Kanal betreffend oder wie euch das Video gefallen hat oder wie auch immer. Abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.